Guten Tag und herzlich willkommen bei WAGO. Die Digitalisierung schreitet in vielen Bereichen unseres Lebens voran und macht auch vor unseren Strom- und Energienetzen nicht Halt. Das zeigt, dass die Themen der Energiebranche nicht weniger, langweiliger oder einfacher werden. Nein, im Gegenteil. Die Herausforderungen der Netzbetreiber im Zeichen der Energiewende sind anspruchsvoller denn je. Der Zubau an erneuerbaren Energien hat seinen Höchststand noch nicht erreicht und vermehrt werden Ladestationen, stationäre Energiespeicher und Wärmepumpen installiert. Das geschieht aber alles nicht im Hochspannungsnetz, sondern in unserem Verteilnetz, dezentral in der Mittelspannung und der Niederspannungsebene. Und die damit verknüpften Herausforderungen sind wiederum mit einer Dynamik verbunden, die weiter steigt, sowohl politisch und wirtschaftlich, aber auch technisch und technologisch. Wir von WAGO wollen Ihnen heute Antworten geben und Lösungen aufzeigen, wie man diesen gestiegenen Anforderungen zukunftssicher begegnen kann. Beginnen möchte ich an dieser Stelle mit einem Interview. Wir haben den Geschäftsführer der Netzgesellschaft Niederrhein, Herrn Christoph Epe, vor ein paar Monaten zum Thema Energiewende befragt. Herr Epe, wodurch wird das Spannungsfeld zwischen Energiewende und Regulierung bei Netzbetreibern sichtbar? Durch Energiewende kommt eine Aufgabe auf uns zu, die zwingend Kosten produziert, die zwingend neue Technologien erzwingt. Das hat die Regulierung aber eigentlich gar nicht so ganz am Fokus. Man hat es versucht, ein bisschen zu adaptieren, aber eigentlich ist dieser permanente Kostendruck auf die Kosten des Netzbetreibers eine riesige Herausforderung, weil ich einerseits neue Aufgaben meistern muss, Technologie integrieren muss und gleichzeitig die Kosten senken muss. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die nicht viele Unternehmen in Deutschland haben. Und das wird auch den einen oder anderen Netzbetreiber an die Zerreißprobe bringen. Und wie können Netzbetreiber dabei einen kühlen Kopf bewahren? Man muss auf der einen Seite konstatiert gemeinsam, sage ich mal, auf Politik zugehen, um Rahmensetzungen zu beeinflussen, aber ohne sie zu verweigern und deshalb nicht umzusetzen. Und auf der anderen Seite müssen wir auch unsere Kräfte bündeln und das tun, was wir auch tatsächlich können. Und wie können Sie den Regulierungsrahmen für sich ausgestalten? Also ich glaube schon, dass wir die technischen Lösungen sachgerecht finden. Die Herausforderung ist halt, das Thema Kosten in den Einklang zu bringen. Und da ist der regulierte Rahmen erforderlich. Und da gibt es halt wiederum zwei Wege. Entweder versuche ich mich in dem Rahmen optimal zu bewegen. Das ist das, was momentan das ist, was wir tun müssen, weil es keine Alternative gibt. Parallel sollten wir aber über Verbände dringend versuchen, die Politik dazu beeinflussen, dass die Herausforderung Energiewende so nicht 100% leistbar sein wird und dass wir vielleicht noch ein paar Abänderungen des regulierten Rahmens brauchen. Herr Epe hat es eben erwähnt, die Energiewende erzwingt neue Technologien und benötigt zusätzliche Investitionen. Allerdings fehlt noch der regulatorische Rahmen. Und die Frage ist also, wie kann man zukunftssicher investieren, wenn sich die Innovationsgeschwindigkeit weiter erhöht? Und gerade für Netzbetreiber, die Netzbewirtschaftung und Netzausbau planen müssen, würde so jede neue Investition zu einer Art Risikokapitalanlage. Doch wie kann man dieser Ungewissheit entgegensteuern? Mit Transparenz. Denn je mehr ein Netzbetreiber über sein Netz weiß, umso geringer ist das Risiko für eine Fehlinvestition. Das betrifft aber nicht nur Netzbetreiber, sondern auch unternehmenseigene industrielle Energienetze. Allerdings gibt es in diesen Netzen noch viel zu viele blinde Flecken. Und die digitale Ortsnetzstation kann diese sichtbar machen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute das Konzept der digitalen Ortsnetzstation der Firma WAGO vorstellen. Zuallererst möchte ich aber den Unterschied aufzeigen zwischen einer automatisierten, intelligenten Ortsnetzstation und einer digitalen. Dazu werfen wir einen Blick auf die PowerPoint. Unter einer intelligenten, automatisierten Ortsnetzstation versteht man das Automatisieren der Mittelspannungsschaltanlage. Dazu wird ein Kleinfernweggerät in der Ortsnetzstation installiert und via IEC 60870 mit der Leittechnik verbunden. Das Ganze ist Ende zu Ende verschlüsselt über einen VPN-Tunnel. Damit besteht die Möglichkeit, Stellungsmeldungen aus der Schaltanlage einzusammeln, Befehle abzusteuern und damit die Schaltanlage zu automatisieren. Zusätzlich lassen sich die Messgeräte aus der Mittelspannungsschaltanlage
über Modbus RTU mit dem Kleinfernweggerät koppeln und auch diese Daten übertragen. Seit einiger Zeit werden auch vermehrt sogenannte digitale Schleppzeiger in Netzstationen verbaut. Damit wird die Niederspannung gemessen. Auch diese Messgeräte werden entsprechend über Modbus RTU gekoppelt und dann zur Leittechnik übertragen. Die vermehrte Messung der Niederspannung ist auch der Grund, warum sich WAGO Gedanken gemacht hat, das Konzept der digitalen Ortsnetzstation zu entwickeln. Warum muss überhaupt vermehrt Niederspannung gemessen werden? Das hat mehrere Gründe. Die Lastprofile in den Haushalten verändern sich stark durch PV-Dachanlagen, durch Wärmepumpen, durch Batteriespeicher und verändertes Nutzerverhalten. Redispatch ist auch ein Riesenthema gerade. Das heißt, dem vorgelagerten Netzbetreiber müssen Netzdaten aus dem Ortsnetz zur Verfügung gestellt werden. Und die Dynamik der E-Mobilität ist auch ein Thema, was den Netzbetreiber sehr beschäftigt. Das heißt, es entstehen massive Lastspitzen im Netz und der Gleichzeitigkeitsfaktor ist unbekannt. Werfen wir wieder einen Blick auf die PowerPoint und jetzt möchte ich Ihnen die Mehrwerte der digitalen Ortsnetzstation aufzeigen. Es besteht die Möglichkeit, einen weiteren Kommunikationsweg über das MQTT-Protokoll in eine Cloud aufzubauen oder in eine Datenbank. Dieser Weg kann dazu genutzt werden, um Niederspannungsmesswerte entsprechend zu loggen und auszuwerten. Natürlich können weiterhin Grenzwertverletzungen über das IEC 60870-Protokoll der Leittechnik übergeben werden. Parallel kann auch ein CSV-File in der WAGO Kleinfernwegtechnik erstellt werden. Ein dritter Kommunikationskanal ist die Möglichkeit, über einen VPN-Tunnel aus der Ferne oder lokal oder einem HTTPS-Zugriff auf die WAGO-Steuerung zuzugreifen. Damit habe ich die Möglichkeit, die Anlage aus der Ferne oder lokal zu parametrieren. Ich kann den Prozess visuell darstellen bzw. aus der Ferne aufrufen und ich kann zum Beispiel auch das generierte CSV-File abholen und auch zu einer nachgelagerten Datenanalyse verwenden. Hier mal ein kleiner Blick auf den Webserver des WAGO Kleinfernweggerätes. Als Beispiel hier die transparente Darstellung der Niederspannungshauptverteilung. Wir sind auch in der Lage, mit unserem Konzept einen weiteren Kommunikationskanal aufzubauen. In diesem Fall über LoRaWAN. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, ein LoRaWAN-Netzwerk in die WAGO Kleinfernwegtechnik zu integrieren. Zum Beispiel kann ich damit entfernte Messwerte von einem Zähler einsammeln und entsprechend aufbereiten und übertragen. Ich kann aber auch einen Schaltbefehl weiterleiten, zum Beispiel zum Schalten einer Straßenbeleuchtung oder für ein dezentrales netzdienliches Lastmanagement, indem ich Ladesäulen in der Leistung zum Beispiel reduziere. Die WAGO-Lösung bietet aber noch weitere Mehrwerte. Das sind zum Beispiel eine Mittelspannungsberechnung, eine dezentrale Weitbereichsregelung oder ein dynamisches netzdienliches Lastmanagement. All diese Funktionen lassen sich nachträglich implementieren, indem ich nachträglich einen Docker-Container lade. WAGO bietet aber noch mehr. WAGO liefert komplette Systemlösungen für die digitale Ortsnetzstation. Deswegen schauen wir uns jetzt mal diesen Schaltschrank hier, der neben mir steht, etwas näher an. Das ist eine reale Netzbetreiber-Applikation, um vollumfänglich das Mittel- und Niederspannungsnetz transparent zu gestalten. Wir haben zum einen hier den Einspeisepfad für die 230-Volt-Versorgung über eine Sicherung geführt. Danach geht es weiter zu einem Blitzschutz-Überspannungsschutzmodul und von da aus auf das WAGO-Netzteil, was zum einen die WAGO Kleinfernwegtechnik mit Spannung versorgt und ein zusätzliches Kommunikationsmedium. An dem WAGO Kleinfernweggerät sehen wir hier vorne die entsprechenden Schnittstellen. Einmal ist der Modbus RTU auf die entsprechenden Übergabeklemmen geführt und auch das Ethernet-Kabel ist rausgeführt, um zum Beispiel ein Modem anzuschalten. Am Kleinfernweggerät selber sind diverse EA-Module angereiht. Das erste Modul ist eine 8-Kanal-Eingangskarte, um zum Beispiel Stellungsmeldungen einzusammeln, Rückmeldungen von den Kurzschlussanzeigern oder den Türkontaktschalter. Die nächste Karte, die hier verbaut ist, ist eine zweikanalige PT100-Messkarte, um die Trafotemperatur zu messen und die Umgebungstemperatur in der Station.
Und danach, das Wichtigste, sind die von WAGO gelieferten Energiemesskarten. Die erste Messkarte ist eine Vierleiter-Messkarte, um den Trafoabgang zu messen, Stichwort digitaler Schleppzeiger. Und die weiteren Messkarten, in diesem Fall 4 Stück an der Zahl, sind dazu da, um die einzelnen Kabelabgänge dreiphasig zu messen. Man sieht, wir haben hier auch noch ein bisschen Platz gelassen. Das heißt, ich kann hier weitere Energiemesskarten von WAGO nachrüsten, um damit auch weitere Kabelabgänge zu messen. Das Konzept ist auch sehr modular ausgeführt. Das bedeutet, die Strompfade lassen sich sehr einfach mit unserem XCOM-System auf die Übergabeklemmen weiterleiten und auch entsprechend lassen sich die Wandler über einen Brücker kurzschließen. Wir bieten dann auch diese Energiemesskarten als Nachrüstset an, um entsprechend auch hier sehr modular und flexibel die Karten nachrüsten zu können und direkt die Strompfade steckbar zu machen. Der Spannungspfad wird einfach von der vorherigen Klemme auf die neue Klemme durchgebrückt. Ja, ich hatte eingangs schon mal das Kommunikationsmedium erwähnt. Wir unterstützen als WAGO die verschiedensten Kommunikationsmedien. LWL, SADSL, DSL, WT- und Standleitungsmodems, 5G, 4G, das Thema LTE 450 MHz unterstützen wir und auch LoRaWAN. Also all das ist mit der WAGO-Technologie möglich. Ein wichtiger Punkt ist noch das Thema Security. Das heißt, die Anlagen von WAGO müssen natürlich sicher betrieben werden. Zum einen liefern wir dafür eine BD White Paper-konforme Firmware. Wir unterstützen aber auch Dinge wie eine Firewall, ein Benutzer- und Rollenkonzept und so weiter. Zusammengefasst möchte ich Ihnen noch mal kurz die Mehrwerte von WAGO aufzeigen. Wir haben also eine sehr flexible, kompakte Hardware mit entsprechenden Schnittstellen für die kritische Infrastruktur und umfangreichen EA-Modulen. Wir haben eine gehärtete Firmware, die ermöglicht, dass das Gerät sicher betrieben werden kann. Wir haben eine Zukunftssicherheit on Board, sodass ich jederzeit Applikationen nachladen kann für die Anforderungen von morgen. Und ja, wir liefern halt komplette Systemlösungen für die digitale Ortsnetzstation. In einem weiteren Beitrag sehen Sie noch die Applikation Grid Gateway, die das Ganze sehr einfach über einen Webserver parametrierbar macht. Ich möchte Ihnen die WAGO-Software Grid Gateway für Ihre digitale Ortsnetzstation einmal vorstellen. Sie sehen hier Ihren automatisch ausgelesenen Hardwareaufbau der SPS. Diesen können Sie durch Konfigurieren und durch Klicken einfach parametrieren. So können Klartextnamen vergeben werden, wie zum Beispiel Türkontakt oder USV-Störung, sowie Simulationen durchgeführt werden, die auch für einen Bit-Test benötigt werden. Darüber hinaus können Sie Modbus-Teilnehmer lesen und schreiben. Das ist besonders für Erdschluss- und Kurzschlussanzeiger wichtig. Die Daten können sehr einfach in eine Cloud übertragen werden. Sie brauchen lediglich die Parameter zu setzen und schon haben Sie eine Cloud-Verbindung. Wenn Sie es sich sehr einfach machen möchten, nutzen Sie den Datenlogger auf dem Gerät, der in Ihrer Station gespeichert wird. Hier können bis zu 80 Datenpunkte direkt in Ihrer Station gespeichert werden. Sowie Datum und Uhrzeit können angehangen werden, damit später eine Rückverfolgbarkeit einfacher gemacht wird. Nutzen Sie die Funktion der Trafo-Übersicht über Ihre Mittelspannung sowie Niederspannungsabgänge. Hier können Sie bis zu 2 Trafos und 15 Niederspannungsabgänge parametrieren. Sie haben eine Übersicht über Ihre Echtzeitwerte wie Spannung, Strom und die Maximalleistung, einen digitalen Schleppzeiger, hier von 70,7 Ampere gemessen mit Datum und Uhrzeit für jede einzelne Phase. Dazu ist es möglich, sich Wetterdaten zu holen, wie die Globalstrahlung oder die Trafo- oder Lufttemperatur. Ein weiteres Feature sind Logikfunktionen, wie zum Beispiel für die Spannungsbandverletzung, ein Vergleich zu der Spannung von 245 Volt für eine Überspannungsverletzung. Oder einen Und-Baustein. Diesen können Sie für Sammelstörungen nutzen, um Türkontakt, USV und weitere zu einer Meldung zu mappen auf Ihr 60870 SCADA-System. Dazu wechseln Sie auf Kommunikation, IEC 60870, und hier können Sie zum Beispiel Einzelmeldungen oder diverse andere einfach parametrieren
und in die Tabelle übernehmen. Ich habe das für Sie einmal vorbereitet. Sie sehen das hier rechts. Diese Meldungen werden einfach übertragen. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns sehr gerne. Es ist wichtig, dass Hard- und Software perfekt miteinander abgestimmt sind. Und noch bessere Ergebnisse erzielt man, wenn weitere im Feld eingesetzte Geräte ihre Daten in die Trafostation liefern oder aus der Trafostation angesteuert werden. Doch wie das technisch umgesetzt wird, erklärt Ihnen jetzt mein Kollege Jens Sparmann. Hallo und herzlich willkommen. Heute würde ich gerne mit Ihnen über das Thema LoRaWAN at Vago reden und wie Sie damit die letzte Meile überbrücken können. Die digitale Einspeisestation oder Ortsnetzstation, die kennen Sie von Vago. Hier können Sie mit der Vago-Hardware die Kommunikation zur Prozessleisttechnik, zur Cloud realisieren oder klassisch per IEC 60870 oder 61850 kommunizieren. Wir können hier in der digitalen Einspeisestation Messen, Steuern, Regeln oder ein klassisches Monitoring realisieren. Aber was ist mit der letzten Meile? Was ist mit der Einspeiseleistung der PV eines Kunden? Was ist mit dem Lastenmanagement einer Ladeinfrastruktur oder ein klassisches Beleuchtungsmanagement? Wie überbrücken Sie hier die letzte Meile zum Messen, Steuern, Regeln oder zum klassischen Monitoring? Dafür ist das Thema LoRaWAN prädestiniert. Es funktioniert in Europa in den Frequenzen 868 MHz. Es weist Reichweiten von 2 bis 40 Kilometern auf. Es ist 128 Bit verschlüsselt und manche Sensoren haben einen so niedrigen Energiebedarf, dass sie eine Laufzeit von bis zu 10 Jahren haben. Und was hat das Ganze mit Vago zu tun? Sie können ganz klassisch die Vago-Steuerung als Datenaggregator nutzen und mit etwas zusätzlicher Hardware direkt in ein LoRa-Netzwerk Ihre Daten senden. Zum Beispiel mit einem LoRa Modbus Gateway. Und damit können Sie spielend leicht die letzte Meile überbrücken. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Und vielleicht kommt dazu ja auch noch etwas zum Thema LoRa-Netzmanagement von der Firma Vago. Eine weitere große Aufgabe für die Netzbetreiber ist die gesetzliche Forderung Redispatch 2.0, die alle Netzbetreiber und Stadtwerke erfüllen müssen. Doch was sich genau dahinter verbirgt und wie die Vago Energiewerkstatt dabei unterstützt, das erklärt Ihnen mein Kollege Christian Schubert. Was steckt hinter dem Begriff Redispatch 2.0? Mit Redispatch 2.0 müssen sich nun auch Verteilnetzbetreiber bzw. Stadtwerke in Deutschland mit Netzengpassmanagement auseinandersetzen. Ganz gleich, ob es im eigenen Netz Engpässe gibt oder nicht. Wo kommt es her? Redispatch 2.0 ist die Herausforderung aus dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz 2.0. Die grundlegende Novellierung des Einspeisemanagements erfordert komplexe technische, betriebliche und organisatorische Anpassungen auf alle Netzebenen. Die gesetzlichen Vorgaben betreffen somit alle Netzbetreiber in Deutschland. Was ist das Ziel? Die Neuorganisation des Engpassmanagements erfordert neue komplexe Aufgaben und Zuständigkeiten. Sie erfordert die Einbindung aller steuerbaren Kraftwerke. Das heißt, sie erfordert einen Koordinationsprozess zwischen den verschiedenen Netzebenen und sie verpflichtet den Netzbetreiber, sich an der Engpassbehebung in vorgelagerten Netzen zu beteiligen. Die Daten sind die Grundlage, auch für Redispatch 2.0. Kennen Sie den Spruch aus der Informatik, Shit in, Shit out? Wer falsche oder unvollständige Daten erfasst, erhält in der Auswertung auch nur falsche oder unvollständige Ergebnisse. An diesem Punkt scheitert jeglicher datengestützte Prozess. Die Vago Energiewerkstatt hilft Ihnen beim Umgang mit Daten. Dafür rüsten wir mit Ihnen jeweils eine Ortsnetzstation in Ihrem Netzgebiet so aus, dass Lastprofildaten generiert und für eine mögliche Weiterverarbeitung zu einer Netzengpassprognose zur Verfügung gestellt werden können. Bis zu 3 Stadtwerke erarbeiten unter Anleitung und Moderation von Vago gemeinsam in einer Blaumann-Phase die technischen Voraussetzungen, ein sogenanntes Monitoring, um dadurch das einheitliche Redispatch-Regime mit zu unterstützen. Lernen Sie an Ihren Aufgaben gemeinsam mit anderen Kollegen aus Ihrer Branche. Wir stellen dazu die Verbindungen für Sie her.
Nun gibt es aber nicht nur Trafostationen, die sich in einem Ortsnetz befinden. Denken wir einmal an die vielen Stationen in industriellen Anlagen oder die Shoppingcenter versorgen oder die Stationen, in denen erneuerbare Energien ins Netz eingespeist werden. Ich spreche hier von Kundenübergabestationen. Welche Aufgabe diese haben, welche Unterschiede es zur digitalen Ortsnetzstation gibt und welche VAGO-Lösungen wir dafür haben, das erklärt Ihnen mein Kollege Andreas Siegert. Was sind Kundenübergabestationen und was ist der Unterschied zu Ortsnetzstationen? Nun, das ist ein spannendes Thema und ich möchte Ihnen das gerne etwas näher erläutern. Ortsnetzstationen haben die Aufgabe, Privat- und Kleingewerbekunden mit Energie zu versorgen. Das kennen Sie, schauen Sie mal in der Straße, da sehen Sie solche Betonhäuschen, das sind in der Regel Trafostationen und das ist jedem bekannt. Die Eigentums- und Verantwortungsgrenze ist beim Hausanschlusskasten. Das heißt, alles, was vor dem Hausanschlusskasten ist, liegt im Verantwortungsbereich des Netzbetreibers und alles, was dahinter ist, liegt entsprechend in der Verantwortung der Kunden. Schauen wir uns doch jetzt einmal Kundenübergabestationen an. Kundenübergabestationen beliefern Kunden, die einen hohen Energiebedarf haben, also irgendwie Großkunden, Industrien und so weiter. Und hier ist es so, dass diese Kunden in der Regel auch ein eigenes Mittelspannungsnetz betreiben und auch Trafostationen und Niederspannungsnetze betreiben. Das heißt, die Übergabestation oder die Übergabe findet hier direkt in der Kundenübergabestation statt. Alles, was dahinter ist, liegt im Verantwortungsbereich des Kunden. Wie können denn jetzt diese Kundenübergabestationen zur Energiewende beitragen? Nun, Kundenübergabestationen sind essentiell für die Energiewende. Warum? Nun, dafür muss ich einmal zurückgreifen. Wie war das denn eigentlich in der Vergangenheit? In der Vergangenheit haben wir eigentlich nur eine einseitige Energieflussrichtung gehabt. Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke haben ihre Energie auf den hohen Spannungsebenen eingespeist und auf den niedrigen Spannungsebenen war der Verbrauch. Und das ändert sich in der letzten Zeit und zwar durch vor allem zwei Faktoren. Das eine ist die erneuerbaren Energien, die hier auch auf unteren Spannungsebenen einspeisen und sich damit die Energieflussrichtung umkehrt. Und zum anderen aber auch die Lastprofile durch das Verhalten der Bürger, unter anderem auch bei der Elektromobilität. Und in der Vergangenheit waren wir praktisch blind. Wir wussten nicht, was in diesen Stationen genau passiert. Die wurden einmal berechnet, man hat sie entsprechend ausgelegt und alle waren über Jahrzehnte glücklich. Nun jetzt haben wir neue Herausforderungen und wir müssen diese ganze Vielzahl an erneuerbaren Energien in unser Netz unterbringen. Wir wissen, die Bundesregierung hat Ziele festgelegt, bis 2030 65% Erneuerbare und bis 2050 sogar 100% Erneuerbare. Das wirft unser Netz gewaltig durcheinander und das, was früher galt, gilt in der Zukunft nicht mehr. Aber wir können jetzt eine Menge Kupfer in die Erde verlegen. Das ist die eine Lösung. Das ist teuer, das macht viel Aufwand und in manchen Situationen ist es auch die richtige Lösung. Ein anderer Ansatz ist, dass wir die vorhandene Netzinfrastruktur einfach noch viel besser nutzen. Und das können wir hinbekommen, indem wir die Energieflüsse transparent gestalten, indem wir die Netzstation, die Übergabestation an die Leittechnik der Netzbetreiber anbinden und Informationen über Lastflüsse, über die Qualität der Netze, über Erdschluss- und Kurzschlussanzeiger übermitteln. Und das haben die Netzbetreiber erkannt und haben das in ihren technischen Anschlussregeln entsprechend festgeschrieben. Und VAGO setzt hier an. VAGO liefert die Fernwegtechnik. VAGO liefert die Hardware, um solche Stationen entsprechend intelligent zu machen. Wir liefern aber auch die Software. Und in diesem Fall brauchen Sie sich nicht mehr um die Datenmodelle selber kümmern, die zum Beispiel die in den Netzgebieten der E.ON, der Netze BW, der EWE oder auch der Westnetz gelten. Sie können diese über unsere neue kostenfreie Bibliothek selber per Mausklick auswählen und zum Beispiel die Erdschluss- und Kurzschlussanzeiger mit einbinden und auch die Datenmodelle, falls sie in einem anderen Netzgebiet sind, auch selektieren. Das alles bietet VAGO und macht unseren Kunden das Leben leichter. In diesem Sinne bedanke ich mich. Vielen Dank, Andreas, für den Überblick. Philipp Baumann zeigt Ihnen jetzt noch die passende Software dazu. Hallo, wir bei VAGO haben eine Hardware- sowie Softwarelösung für die fernwegtechnische Anbindung
von Kundenübergabestationen nach den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers. Dazu haben Sie zunächst zwei Optionen. Die erste: Sie können einen Bibliotheksbaustein mit Hilfe des Anwendungshinweises selbst mit unserer Vago-Software eCockpit installieren. Oder Option 2, Sie lassen das einfach bei uns im Werk machen. Für beides sind keine Programmierkenntnisse notwendig. Eine Einsicht in die Softwareoberfläche zeige ich Ihnen einmal jetzt. Zunächst wählen Sie in einem Dropdown-Menü den Netzbetreiber aus. Ich habe in diesem Fall mich für E.ON entschieden. Sie sehen hier die Eingangsfelder sowie die Übergabefelder nach den technischen Anschlussbedingungen und auf der rechten Seite einmal die Datenpunktliste, welche dazu rangezogen wurde. Hier können dann Digitalkontakte gewählt werden, um zum Beispiel Schalterstellungen oder Fehlermeldungen übermittelt zu werden. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Modbus-Geräte zu implementieren, auch wieder im Dropdown-Menü. Eine Übersicht über alle eingestellten Parameter, die dem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden, sehen Sie am Schluss in Form von einer Tabelle. Diese Konfiguration können Sie auch als Backup speichern, um es notfalls später wieder einspielen zu können. Als Ausblick in die Zukunft möchte ich Ihnen noch mitgeben, dass wir QU-Schutzrelais einbinden werden und Sie natürlich die Möglichkeit haben, das Ganze mit der EZA-Regler-Bibliothek zu kombinieren. Vielen Dank! Philipp hat in seiner Softwarepräsentation den Begriff EZA-Regler genannt. Aber was genau ist das, der EZA-Regler? Diese Frage stelle ich noch einmal an meinen Kollegen Andreas, diesmal allerdings nicht hier im Studio, sondern oben bei Vago auf dem Dach. Im Grunde ist es ganz einfach. Ein Parkregler ist sowas wie eine Fernbedienung oder ein Gas- und Bremspedal für den Netzbetreiber. Etwas technischer ausgedrückt bedeutet das, dass ein Netzbetreiber gewisse Sollwerte vorgibt, die eine Anlage einzuhalten hat, diese Sollwerte am Netzverknüpfungspunkt misst und überprüft und entsprechende Abweichungen den Erzeugungseinheiten weitergibt, sodass am Netzverknüpfungspunkt die Sollwertvorgaben eingehalten werden können. Ich mache Ihnen mal ein einfaches Beispiel. Angenommen, wir haben einen sonnigen Tag, die Anlage ist am Brummen, nicht so wie heute, liegt bei 100% ihrer Nennleistung und der Netzbetreiber muss seine Netze schützen, weil die Netzkapazität begrenzt ist. Das heißt, der Netzbetreiber gibt jetzt nun vor, liebe Anlage, du darfst jetzt hier nur 70% am Netzverknüpfungspunkt einspeisen. Der EZA-Regler nimmt nun diese Werte entgegen und schickt diese an die Wechselrichter in der Anlage. Die Wechselrichter wiederum erzeugen diese 70% Energie, aber nur an dem dezentralen Punkt, wo sie gerade sitzen. Jetzt haben wir in der Regel bei größeren Parks haben wir auch Leitungslängen bis zum Netzverknüpfungspunkt, sagen wir mal einen halben Kilometer, das ist durchaus üblich, es kann auch mehr sein, so dass wir auf diesen Leitungen Verluste haben. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir 5% Verluste haben, das heißt, am Netzverknüpfungspunkt kommen hier nur 65% von dem geforderten Wert an. Der EZA-Regler, der erkennt das sofort und justiert jetzt nach und schickt jetzt zum Beispiel einen Wert, sagen wir mal 75% an die Wechselrichter. Die setzen das um und das führt jetzt nur dazu, dass am Netzverknüpfungspunkt tatsächlich der geforderte Sollwert von 70% erreicht wird. Was sind denn eigentlich so die Hintergründe? Warum brauchen wir denn überhaupt einen EZA-Regler? Wie war das in der Vergangenheit und warum muss denn jetzt ein EZA-Regler eigentlich zertifiziert werden? Nun, in der Vergangenheit hatten wir sehr viele drehende Massen von Kraftwerken im Netz und wenig Erneuerbare. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren gestiegen und wir haben auch Kraftwerke abgeschaltet, sodass diese rotierenden Massen fehlen. Das bedeutet, dass diese erneuerbaren Energien zukünftig Aufgaben vermehrt übernehmen müssen, die die Netzsicherheit betrifft. Und das Ganze wird definiert in dem europäischen Grid-Code, der NCRFG, Network Code Requirements for Generator. Und der legt diese Spielregeln auch für Erzeugungsanlagen fest. Wie im Straßenverkehr muss jeder wissen, was er tut, damit wir entsprechend der Regeln alle vernünftig Auto fahren können. Und so muss jeder Teilnehmer im Netz, sei es Erzeuger oder Verbraucher, auch diese Regeln einhalten. Und die Länder in der Europäischen Union sind nun angehalten, diese Vorgaben auch national auszugestalten. Und das hat Deutschland gemacht mit den VDE-Anwendungsrichtlinien 4105 für die Niederspannung, 4110 für die Mittelspannung, 4120 für die Hochspannung und 4130 für die Höchstspannung.
Nur so nebenbei, WAGO hat seinen EZA-Regler hier für die Mittelspannung, also für die 4110 und für die Hochspannung 4120 zertifizieren lassen. Jetzt ist es so, dass Anlagen seit dem 27.04. vom letzten Jahr diese Anforderungen umsetzen müssen. Es gibt gewisse Übergangsfristen, die können entsprechend vom Netzbetreiber gefordert werden, sodass auch nach alter Mittelspannungsrichtlinie Anlagen in Betrieb genommen werden. Da ist dann ein EZA-Regler, der zertifiziert ist, nicht nötig. Heißt, dass alle Anlagen größer 135 kW, die in die Mittelspannung einspeisen wollen, nun diese Anforderungen eines zertifizierten EZA-Reglers erfüllen müssen. Übrigens, nicht nur der EZA-Regler muss zertifiziert sein, auch die Erzeugungseinheiten. Wie sieht denn jetzt eigentlich die WAGO-Lösung aus? Hierzu muss ich sagen, WAGO liefert eben nicht einen Plug-and-Play-fähigen EZA-Regler, wie man vielleicht erst meinen könnte. Wir haben einen anderen Ansatz gewählt, weil wir schon seit Jahren eigentlich solche Regler oder die Komponenten, dass unsere Kunden so einen Regler realisieren können, zur Verfügung stellen. Was WAGO nun macht, wir verbessern eigentlich diese Backmischung, so dass wir ein Zertifikat liefern und einen zertifizierten Baustein, der auf einer SPS als Softwareteil läuft, so dass unsere Kunden weiterhin die Möglichkeit haben, ihr System flexibel aufzubauen. Denn jede Anlage sieht anders aus und jede Anlage hat ihre Eigenarten und mit unserem System können Kunden ganz flexibel auf diese Anforderungen reagieren. Beispielsweise unser PFC, der als speicherprogrammierbare Steuerung sehr leistungsfähig ist, zusammen mit dem I/O-System, sodass verschiedene Meldungen aus dem Feld aufgenommen werden können, aber auch ein Benutzermanagement, was eingerichtet werden kann, eine USV, die dazu gebracht werden können. Sie sehen schon, wir liefern die Zutaten, unser Kunde backt den Kuchen. Der Hintergrund war, wir wollten so wenig wie möglich in das Kunden-Know-how eingreifen und das ist uns damit gelungen und dieses Produkt kommt sehr gut am Markt an. Das andere ist das Thema Sicherheit, denn wer im Energiemarkt mitspielen muss, der muss sich um die Sicherheitsanforderungen kümmern. Ein ganz einfaches Beispiel auch hier. WAGO hat zwei Schnittstellen, die als Direktvermarkter und auch als Netzbetreiber unabhängig voneinander und getrennt angesteuert werden können. Beide können eine VPN-Verbindung direkt in die Steuerung aufbauen. Der letzte Punkt ist das Thema Zukunftssicherheit. Gerade die PV-Branche ist gebeutelt von Unternehmen, die in diesem volatilen Markt eingestiegen sind und dann wieder verschwunden sind. Und unsere Kunden brauchen hier an der Stelle einen verlässlichen Partner, der solide aufgestellt ist. Und diese Sicherheit bietet WAGO. Ja, dafür bedanke ich mich und gebe zurück ans Studio. Jetzt geht es um das Thema Lastmanagement. Um eine Überlastung des Stromnetzes, zum Beispiel durch das gleichzeitige Laden von Elektrofahrzeugen, sowohl an einer öffentlichen Ladesäule oder an der Wallbox zu Hause zu vermeiden, muss ein Lastmanagement eingesetzt werden. Doch was ist damit gemeint und wie wird das technisch realisiert? Das sehen Sie im nächsten Beitrag. Was ist ein Lastmanagement und was ist der Unterschied zu einem Energiemanagement? Nun, ein Lastmanagement ist ganz vereinfacht ausgedrückt ein Management für Lasten. Das war klar. Wie das aber jetzt genau aussieht, möchte ich Ihnen einmal an eines Beispiels näher erläutern. Stellen Sie sich vor, Sie sind Arzt, haben eine Praxis oder Sie besitzen ein Autohaus oder ein Geschäft und wollen Ihren Kunden in der Zukunft Ladeinfrastruktur anbieten. Vielleicht wollen Sie das auch Ihren Mitarbeitern ermöglichen, was natürlich Sie als Arbeitgeber gleich deutlich attraktiver macht. Nun, Sie stellen jetzt einen Antrag bei Ihrem Netzbetreiber und fragen, ob das ohne weiteres möglich ist. Einige Wochen später kommt ein Brief bei Ihnen nach Hause an und Sie sehen eine Kalkulation, die Ihnen besagt, dass Sie demnächst mehrere 10.000 € dafür in die Hand nehmen müssen. Sie sind erschreckt und wissen nicht, was Sie jetzt tun sollen. Und dann hören Sie davon, dass WAGO ein Lastmanagement anbietet. Sie informieren sich und stellen fest, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, Ihr Problem zu lösen. Schauen Sie auf die Folie. Es gibt einen Netzanschlusspunkt und es gibt hier auch die Verbraucherseite unten dargestellt mit dem Fahrzeug. Das wären jetzt Ihre Ladepunkte. Sie müssen sicherstellen, dass zu jedem Zeitpunkt die angeforderte Leistung für Ihre E-Fahrzeuge, dass die nicht höher ist als Ihre Netzanschlusskapazität. Wenn Sie das nicht tun oder nicht beachten, dann werden Ihre Sicherungen ausgelöst und Sie können nicht weiter Ihre Fahrzeuge laden. Wie können Sie das verhindern? Nun,
Das Lastmanagement von WAGO hilft Ihnen dabei, indem die Netzanschlusskapazität entsprechend gemessen wird und indem flexible Lasten gesteuert werden. WAGO liefert Ihnen da verschiedene Möglichkeiten. Einmal die intelligenten Steuerungen, die SPSen, auf denen Sie in der Lage sind, hier entsprechendes Lastmanagement und Ihr anlagenspezifisches System zu programmieren. Wenn Sie nun auch Erzeuger wie zum Beispiel Photovoltaik oder Biogas oder auch Speicher in Ihre Anlage mit integrieren wollen, dann brauchen Sie mehr als ein Lastmanagement, dann brauchen Sie ein Energiemanagement. Für WAGO ist es vollkommen egal, ob Sie ein Lastmanagement programmieren oder auch ein Energiemanagement. Übrigens, es lassen sich auch weitere Dinge implementieren, so wie OCPP oder EE-Bus. All das liefert WAGO. Danke, Andreas. Ich komme zurück auf die Kundenübergabestation, diesmal allerdings nicht aus Sicht des Netzbetreibers, sondern eher aus der des Kunden. Und ich möchte mich dazu mit jemandem unterhalten, der da schon erste Erfahrungen sammeln konnte und darüber hinaus auch diese Lösung erweitert, um Messdaten cloudbasiert zu verarbeiten und zu analysieren. Zugeschaltet ist mir jetzt Marco Gener vom Ingenieurbüro Pfeffer aus Rödermark. Er ist verantwortlich für die Leitung und den Projektierung, Vertrieb in der Region Süd. Hallo Marco. Hallo Heiko, schön, dass ich dabei sein kann heute. Das freut mich auch. Marco, wir starten gleich mit der ersten Frage. Warum machen Cloud-Lösungen für Messdaten einen Sinn? Kleine und mittlere Betriebe haben oftmals keine zentrale Stelle, wo sie Messdaten ablegen können. Aus diesem Grund ist es gut, wenn man auf eine fertige Lösung zurückgreifen kann, wo die Daten gespeichert werden können. Wir haben ja bei den Messdaten immer so ein bisschen das Big-Data-Problem, also es kommen sehr viele Messdaten zustande und wenn jetzt ein kleinerer Betrieb das eigenständig aufbauen wollte, müsste er sich einen SQL-Server installieren, müsste sich Visualisierungstools basteln, mit denen er mehr oder weniger diese Daten visuell darstellen kann. Außerdem hat eine Cloud-Lösung immer den großen Charme, dass man überall dort, wo man mit einem Webbrowser ins Internet kommt, man auch auf die Daten zugreifen könnte. Welche Aufgaben können hiermit alle gelöst werden? Der Kunde hat aus seiner Station oder auch aus seinem kompletten Betrieb die Möglichkeit, etwas tiefere Einblick in die Versorgungsstruktur zu bekommen, die Lastflüsse zu analysieren und Erkenntnisse zu sammeln, an welchen Stellen habe ich welche Stromverläufe zu welchen Zeitpunkten. Gerade wenn man in einer gemischten Struktur unterwegs ist, wo man neben dem eigentlichen Bezug für Maschinen, für Produktionsanlagen auch zum Beispiel PV-Anlagen oder Biogasanlagen betreibt, wo man rückspeisen kann und man dazu auch noch unter Umständen eine eigene Ladeinfrastruktur hat, E-Mobilität oder auch E-Stapler, die man laden will, dann kann es sinnvoll sein, wenn man etwas genauer weiß, zu welchen Zeitpunkten man mehr bezieht und in welchen Zeitpunkten man vielleicht mehr zurückspeist. Außerdem hat man auch die Möglichkeit, mit den Daten dann nach Störungen zu analysieren, wo die herkamen und kann die ersten Erkenntnisse und dann halt auch präventiv für die Zukunft Erkenntnisse sammeln, wie man es besser machen kann. Zu dem Thema Störung, hast du da mal ein konkretes Beispiel für uns? Ja, wir haben bei uns zum Beispiel mal im Januar war das gewesen, hat man einen Netzausfall gehabt in unserem Gebäude und als ich dann in die Daten reingeschaut habe, da ist mir dann klar geworden, war einfach zu viel gewesen. Wir haben die Wärmepumpen laufen gehabt, gleichzeitig haben wir den E-Stapler geladen und da ist dann insgesamt einfach zu viel Last zustande gekommen. Die PV-Anlage lief nicht und deswegen hat uns die Sicherung rausgehauen. Aber das kann man doch dann sicherlich über so eine Grafik oder sowas dann nochmal mit anzeigen lassen, damit man das gut auswerten kann? Gut. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe das dann in der Langzeitgrafik habe ich das dann gesehen, wie gesagt, in die Cloud gegangen, reingeschaut und habe dann die Fehler dort gesehen. Frage, wie habt ihr das jetzt mit WAGO gemacht? Setzt ihr da WAGO ein? Ich sehe da im Hintergrund so eine Steuerung von uns liegen.
Ja, ja, klar. Das ist so mein Testaufbau, wo ich es immer mal ausprobiere, wenn es Neuerungen gibt und auch um Anlagen, die dann ins Feld rausgehen, vorher zu parametrieren. Ja, es geht wunderbar mit dem PFC 200, also einem Controller, den parametriert man oder konfiguriert man so, dass er eine Anbindung an die Cloud hat. Dann installiert man darauf eine Parametriersoftware, die webbasiert ist und also mit dem Webserver arbeitet, und dort kann man alle Daten so einstellen, wie man sie dann in der Cloud braucht. Die Anbindung erfolgt dann sofort in die Cloud. Dann kann ich in der Cloud selber, kann ich die entsprechenden Messdatenpunkte kann ich mir dann nehmen und kann sie in Visualisierungen hineinziehen und mir die dann so darstellen lassen, wie ich es brauche, um zu schauen, was ich wissen will. Ja. Gibt es da noch weitere Vorteile, dass man die Vago Cloud an der Stelle nutzt? Ich meine, eher so ein Stichwort Datensicherheit. Ja, natürlich. In der Cloud haben wir natürlich eine sichere Ablage der Daten. Also sowohl der Zugang zur Cloud hat eine gewisse Sicherheit, aber auch die Datenablage selber und die Datensicherung dort die Cloud befindet sich ja letztendlich irgendwo in einem Rechenzentrum, wo sich die Leute halt sehr intensiv dann damit beschäftigen, dass die Daten immer gesichert sind, beziehungsweise auch die Hardware immer 100% funktionsfähig ist. Okay, Marco, vielen, vielen Dank für das Interview, was wir gerade geführt haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich wieder, nicht nur zugeschaltet via Videokonferenz. Ich freue mich drauf, dass ich vielleicht dann dabei sein kann, wenn das Smart Grid Lab Hessen dann eröffnet wird, an dem wir ja sehr, sehr intensiv arbeiten. Vielen Dank nochmal und mach's gut. Ja, du auch. Dann tschüss. Wir hatten es bereits in einem Beitrag erwähnt, dass die erneuerbare Energieerzeugung im Jahr 2030 65% betragen soll und wir die 100% 20 Jahre später schaffen. Um diese Energiemengen zu erzeugen, müssen noch einige Wind- und Solaranlagen installiert werden. Diese benötigen aber auch eine sichere und schnelle Anschlusstechnik. Wir wären nicht Vago, wenn wir dafür nicht auch eine passende Lösung hätten. Und als Weltmarktführer für Federanschlusstechnik haben wir den Kundenanschluss revolutioniert. Hallo von meiner Seite. Ich stelle Ihnen heute die neue Vago-Verbindungstechnik für Applikationen aus dem Bereich erneuerbare Energien vor. Die erneuerbaren Energien sind auf dem Vormarsch. Die Kombination aus Stromerzeugung durch Wind, Wasser, Sonne, die gleichzeitige Speicherung und der spätere Verbrauch durch Elektromobilität stellen viele Unternehmen aus diesem Bereich vor neue Herausforderungen. Höhere Leistungen werden gefordert und der schnellere und einfachere Einsatz im Feld. Wie wir an dem Fronius-Beispiel sehen können, das ist der neue Fronius-Wechselrichter, kommt es darauf an, dass der Installateur im Feld besonders leicht an die Anschlusstechnik rankommt und diese auch besonders leicht trennen kann, aber auch verbinden kann. Wir als Vago liefern bereits seit vielen Jahren in den Markt der erneuerbaren Energien. Dabei setzen wir besonders darauf, hochwertig und qualitative Produkte zu verkaufen, da besonders im Bereich der erneuerbaren Energien, sprich im Feldeinsatz draußen, es besonders harte Umgebungstemperaturen sind, hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen. Zudem haben wir Vibrationen und den harten Umgang durch die ein oder andere harte Hand. Hierfür sind unsere Vago-Produkte seit vielen Jahren im Einsatz. Wie wir hier auf dem Bild sehen, von der typischen Vago-Klemme 222 bis hin zu den Leiterplattenklemmen mit Hebeln. Diese Produkte finden Einsatz in Geräten wie Solarwechselrichter, Batteriespeicher, Wallboxen und Ladestationen und vielen Applikationen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Es können Beispiele sein wie der AC-Anschluss einer Wallbox oder die Verbindungstechnik für ein Batteriemanagementsystem. Dabei sprechen wir mit unserem Kunden über die Anforderungen und finden die passende Lösung. Wir haben mit unserem Kunden darüber gesprochen, welche Punkte sind für dich sehr markant. Markante Punkte waren für den Kunden schnell, einfach und sicher. Und bei dem Punkt Sicherheit haben wir besonders angesetzt.
Wir haben die Verriegelungslinke integriert. Die frontale Verriegelung ermöglicht das Trennen der Steckverbindung, aber auch nur dann, wenn es gewollt ist. Jetzt möchte ich anhand dieses Bildes Ihnen einmal unser neues Produkt vorstellen. MCS Maxi 6, der Steckverbinder bis 10 Quadrat. Wie wir hier auf dem Tisch sehen, hat er einen markanten Vorteil. Und das ist wieder der Hebel. Der Hebel ist das markante Element, was es dem Kunden einfach macht, den Leiter zu verdrahten oder auch zu trennen. Einfach Hebel öffnen, Leiter einführen und durch leichtes Betätigen Hebel schließen und der Leiter ist verbunden. Der Hebel ermöglicht es, werkzeuglos eine Verbindung herzustellen. Und das in vielen, vielen Applikationen im Bereich der erneuerbaren Energien. Wenn wir uns diese Gehäusedurchführung anschauen, es ist eine Standardgehäusedurchführung, wie sie oft im Feld eingesetzt wird. Wir sehen die Situation, dass eine Wire-to-Board-Verbindung stattfindet. Und hierbei sehen wir den Unterschied zu der vorangegangenen Verriegelung, sodass wir ein durch seitiges Betätigen die Steckverbindung trennen und durch einfaches wieder reinschieben und einem kleinen akustischen Klick ist die Verbindung wiederhergestellt. Wir haben für jede Applikation die passende Verriegelung für unser Steckverbindersystem. Jetzt spreche ich die ganze Zeit darüber, dass wir den Hebel haben und welche Vorteile er hat. Und dennoch wird sich der eine oder andere Elektriker oder auch Entwickler dieser Geräte fragen, warum soll ich den Hebel generell einsetzen? Die Frage ist genauso einfach, wie auch schnell zu beantworten, wie der Hebel seine Vorteile im Feld ausspielt. Werkzeuglos, intuitiv, sicher und schnell. Das heißt, wir erfüllen die Anforderungen unserer Kunden. Zudem, wenn ich es Ihnen anhand dieses Steckverbindersbeispiels einmal zeigen darf, wir haben in der einen Hand Steckverbinder, in der anderen Hand haben wir einen Leiter. Und in der Vergangenheit brauchten wir für das Betätigungswerkzeug eine dritte Hand. Das hat sich mit Hilfe des Hebels erledigt. Der Elektriker öffnet den Hebel und schließt ihn ganz einfach werkzeuglos. Aber wir als Vago machen uns auch Gedanken darüber, wie wir das Thema höhere Leistungen bei kleinen Gehäusegrößen erfüllen können. Dafür möchte ich einmal unsere 6 Quadratmillimeter Leiterplattenklemme mit Hebel hervorheben, denn diese kann einen bis zu 10 Quadratmillimeter Leiter aufnehmen. Das heißt, sie darf auch den höheren Strom führen. Und somit bekommen wir mehr Leistung bei gleicher Baugröße über unsere Leiterplatte. Wie Sie sehen, wir haben ein breites Produktportfolio, was genau zu Ihrer Applikation passen kann. Und auch hierbei müssen wir darauf eingehen, dass wir immer wieder Neuzugänge haben. Im vorderen Bereich sehen wir unsere aktuellen Stars, einmal den MCS Mini bis 1,5 Quadrat, sowie unsere neue 221 Durchgangsverbinderklemme. Lassen Sie uns gemeinsam die passende Verbindungstechnik für Ihre Applikation finden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Energiewende stellt unsere Energienetze und deren Betreiber zukünftig vor große Herausforderungen. Das ist noch nicht überall spürbar. Aber die Digitalisierung lässt sich nicht aufhalten, sondern bietet im Gegenteil die Chance, unsere Stromnetze kostengünstig und effizient zu optimieren. Erst durch das Monitoring in der Ortsnetzstation schafft man Transparenz und ist ein Lastmanagement möglich. Erst durch den EZA-Regler werden erneuerbare Energien nicht abgeschaltet, sondern geregelt. Wir von Vago unterstützen Sie mit unserer Hardware von der Klemme über Strom- und Energiemesstechnik mit Steuerungs- und Fernwirkkomponenten bis hin zu Software-Applikationen bei der Bewältigung dieser spannenden Aufgabe. Sprechen Sie uns an. Vielen Dank fürs Zuschauen.